Hallo Leute, ich bin heute wieder unterwegs im Wald und möchte mir was Leckeres kochen. Es gibt Pasta Carbonara und dazu habe ich mir schon ein kleines Feuerchen gemacht. Das seht ihr hier, brennt auch schon recht gut. Ein bisschen warte ich noch, bis eine bessere Glut da ist und dann kann ich anfangen zu kochen. Ich werde jetzt erstmal die Zutaten klein schnippeln und dann sehen wir uns gleich im Video. Bleibt dran und viel Spaß! Ja, für meine Carbonara brauche ich natürlich Nudeln, die habe ich hier. Knoblauch, geriebenen Käse und 2 Eier. Für die Zukunft, geriebener Käse ist kein ausreichender Airbag für die Eiern. Dieses Ei ist schon ein bisschen kaputt gegangen, aber ist immer noch intakt, die Haut darunter und nichts ausgelaufen. Ich werde mir noch ein bisschen Speck reinschneiden. Zum Anbraten habe ich hier Olivenöl mit ein paar Gewürzen drin. Und natürlich Parmesan zum nachher drüber streuen. Ja, ich fange jetzt erstmal an mit dem Speck. Den werde ich ganz klein schneiden, nachher in der Pfanne anbraten. Ich warte jetzt, bis das Nudelwasser kocht und dann fange ich an mit dem Speck anbraten. Das geht nur ganz kurz, da müssen die Nudeln rein und dann muss schon diese Eier-Käse-Masse dazu. Das seht ihr gleich. Und dann ist es auch schon fertig. Also der längste Teil, das sind die Nudeln. Die müssen jetzt erstmal gar werden. Den Knoblauch, den schneide ich jetzt auch noch ganz klein. Und der Knoblauch, der kommt nachher zusätzlich mit dem Speck, aber erst wird der Speck angebraten und dann der Knoblauch, denn sonst wird er bitter, wenn er zu früh reinkommt. Und in der Zwischenzeit verrühre ich den geriebenen Käse mit den beiden Eiern. Das wird dann so eine Eier-Käsemasse und in dieser Masse werden nachher die Nudeln mit dem Speck geschwenkt, nicht angebraten, nur geschwenkt und dann ist das Gericht auch schon fertig. Ich habe den Käse als Airbag für die Eier verwendet. Und in den Käse rein, da habe ich auch schon Gewürze gemacht, ein bisschen Pfeffer. Ja, und so soll das Ganze dann nachher aussehen. Es sieht jetzt nicht sehr lecker aus, aber nachher, wenn es fertig ist, dann schmeckt das traumhaft. So, das Nudelwasser, das kocht jetzt schon. Also können jetzt die Nudeln rein.
Und jetzt müssen die bloß noch gar werden. Dann fange ich an mit dem Speck in der Pfanne. Die Nudeln, die sind jetzt gar. Und jetzt kommen die Nudeln dazu. So, und zum Schluss, jetzt kommt noch diese Eiermasse dazu. Noch Parmesan drüber und fertig sind die Spaghetti Carbonara. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Rezept darf gerne nachgekocht werden. Ich lasse es mir jetzt gut gehen und werde das probieren. Sehr lecker. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr dürft das Video gerne kommentieren oder mich abonnieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.